Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena und zu einem neuen Video. Ja, das dritte und letzte Video, 10 Fragen zu Luis Diaz. Und wer die ersten 2 Folgen verpasst hat, macht nichts, schnell mal auf meinen Kanal gehen und sich die ersten 2 Videos anschauen. Und ja, es lohnt sich, schaut unbedingt mal rein. Und wie gesagt, heute das dritte und letzte Video zu Luis Diaz. Ja, und diese Idee zu diesen Videos hatte ich ungefähr am Ende der Saison gehabt. Im April muss es rum gewesen sein. Und natürlich die Fragen auch im April geschrieben und hier auch nochmal oben eingeblendet die Statistik von Luis Diaz am Ende der Saison beim FC Bayern München. Ja, und bevor wir reingehen in das letzte Video, besucht doch bitte gerne noch die 3 anderen Content Creatoren auf ihren jeweiligen Seiten, unten im Video auch nochmal verlinkt. Also lasst gerne mal bei den anderen ein Like da und gebt den Ganzen ein Abo und Daumen hoch natürlich für das Video. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt das Video. Viel Spaß dabei. Los geht's. Frage 7. Luis Diaz hat bisher in insgesamt 41 Spielen für den FC Bayern in 3 Wettbewerben bereits 23 Tore und 18 Vorlagen erzielt. Wie bewertest du diese Zahlen? Siehst du darin einen echten Top-Niveau-Offensivspieler, der seine Ablöse schon gerechtfertigt? Oder denkst du, dass seine Leistung noch ein bisschen über die Statistik hinausgeht? Oder andersherum? Luis Diaz' Statistiken sind zweifelsohne einfach nur beeindruckend, wenn man überlegt, dass wir Fans vom FC Bayern jahrelang mit den Torchancen von Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry und deren Torbeteiligung klarkommen, ist es Wahnsinn, was wir jetzt mit Olise und mit Luis Diaz auf den beiden Flügelpositionen erleben. Luis Diaz hat, echt viele Torbeteiligungen sammeln können in dieser Saison. Das Trio aus Olise, Diaz und Kane hat Rekorde gebrochen in der Bundesliga, aber auch insgesamt international. Luis Diaz ist für mich ein wirklich, wirklich wichtiger Faktor, weil er in diesen großen Spielen immer da war. Fast in jedem Spiel hat er geliefert und in den wichtigen Momenten, da ist er über sich hinausgewachsen und hat nochmal diesen Impact gezeigt, diesen Einsatz gezeigt, den wir halt bei einem Coman und bei einem Leroy Sané und auch bei Gnabry auf den Flügelpositionen in den letzten Jahren einfach komplett vermisst haben. Also Luis Diaz hat diese Torgefahr auf die Außenposition wieder mitgebracht und statistisch ist es sogar stärker als das, was Robben und Ribéry damals gespielt haben. Lucho for sure justified his transfer fee to me. I mean, you look at what some of these guys in Europe are going for. Again, like the money thing is just crazy, and Bayern definitely can't spend the way that some clubs do. They don't quite have an unlimited bank account or pockets, but yeah, Diaz has completely justified his transfer fee. Statistics wise, fit wise, just the way he plays, character on and off the pitch. I would argue that he totally has justified it. Just fits into the Bayern Munich family, fits into the Mia San Mia vibe. So again, I'm so happy with Lucho this season, and I just think he's a completely integral part of this Bayern Munich squad. So totally justified. Definitiv. Ich denke, die Statistik von Luis Diaz, die spricht für sich. Es ist immer dann schwierig, wenn man an einem Marktwert gemessen wird. Also klar, wenn man dann, sage ich mal, von Liverpool kommt, erwartet man einiges. Aber ich denke und ich finde tatsächlich, bei uns ist er viel effektiver und viel besser im Spiel, als es in Liverpool der Fall war. Und für mich Top-Niveau, Top-Statistik, gibt es nichts zu meckern. Ja, ich denke mal, die Frage erübrigt sich, wenn man die Statistiken von der abgelaufenen Saison von Luis Diaz sieht. Ich werde jetzt auch nochmal den Stand im Juni 2026 mit allen Spielen, die er gemacht hat. Insgesamt 51 Spiele für den FC Bayern München, 26 Tore und 23 Vorlagen. Also ich denke mal, da sind wir uns alle einig, dass er natürlich für diese Statistik auch den angemessenen Preis bekommen hat oder beziehungsweise dass Bayern den angemessenen Preis bezahlt hat. Für mich eine absolute Top-Statistik in einer der 5 besten Ligen in Europa und er hat auch, wie gesagt, überragt in der Bundesliga, in der Champions League Pokale geholt und auch dort Tore geschossen. Also für mich 1A die Saison und die Statistik gibt natürlich auch recht. Frage 8. Welches Tor, welche Szene oder welche Vorlage von Luis Diaz in dieser Saison hat dich am meisten beeindruckt? Und warum bleibt dir gerade diese Aktion besonders im Kopf? Aus einem ganz emotionalen Wert würde ich sagen, das 3:3 von Luis Diaz ist die Situation, die mich am meisten beeindruckt hat. Es ist kurz vor Schluss, 89. Spielminute und Luis Diaz sammelt nochmal den Abschuss. Er versucht es wieder und dann ist dieser Ball im Tor. Das war einfach ein magischer Moment. Es war klar, das ist das Tor zum Weiterkommen und man ist in Überzahl. Es sind nur noch 2 Minuten plus Nachspielzeit. Das wird der FC Bayern München über die Zeit bringen. Aber genauso sehr auch von dem vielleicht besten Moment der gesamten Saison
ist das 5:4. Das Tor zum Anschluss gegen Paris von Luis Diaz. Langer Ball von Kane. Luis Diaz kontrolliert den Ball unglaublich stark. Ein Kontakt, nochmal einen Wackler vorgelegt und dann eiskalt im Eck verwandelt. Also ein ganz, ganz wichtiges Tor von Luis Diaz. Aber ich glaube, es gibt über die Saison so viele Momente. Dieses ganz frühe Tor, das er gegen Eintracht Frankfurt geschossen hat in der Hinrunde, ist zum Beispiel auch eines, was auf jeden Fall erwähnt werden muss. Für mich noch ein persönliches Highlight. Sein Tor zum, ich glaube, es war das 4:1 oder 4:0 zu dem Zeitpunkt im Rückspiel gegen Bergamo. Ich saß im Stadion, die Atmosphäre unfassbar. Die Süd ist ganz laut am Schreien und dann auf einmal ist der Ball lang. Luis Diaz läuft durch und erzielt das Tor. Es gab viele, viele magische Momente vom Kolumbianer. Obviously, the goal against Union Berlin from a completely impossible angle has to be up there. First of all, it was not a great pass from Stanisic. Stanisic almost like gave up on the play. Lucho kind of saves it, and then from literally an impossible angle. Like, if you haven't seen this one, if you're watching this video, definitely go check it out, because he's like almost parallel with the goal. I don't know the physics behind how this works, but it seems like it should not be possible. And Luis Diaz just, yeah, he makes that goal, and it's totally like emblematic of who he is as a player. You know, he never gives up. He's so creative. There are, again, like, it seems like he doesn't always know what he's going to do when he gets the ball. So like that goal in particular, the creativity, the never say die attitude, the unbelievable shot, like it all is Luis Diaz to a T. So that's the number one goal, I would say. But then there's also been a number of super, super like clutch goals he's had throughout the season. Obviously, most recently, the clinching goal to knock Real Madrid out of the Champions League in the quarterfinals, to give Bayern the lead in the very end of the match. I mean, we're talking maybe it was like the 88th minute or something. There's no words for it. That match was so insane, so back and forth, and we're at the end of the match. Diaz has to be cooked because he's been playing so much and running so much, and you know, the level of intensity that Kompany requires from this team, and that Diaz, you know, hard on his sleeve, plays with every single match, and he still goes out there and he still bangs in that goal from distance and knocks Real Madrid out. Like, that to me is already a historic goal for Bayern Munich. It's already an epic moment for this club, especially for Luis Diaz at this club. So yeah, that's one that I'm going to remember forever. And also, I'll go with the 2 goals he scored against PSG in the league phase of the Champions League, because PSG is the reigning Champions League champions. They are one of, if not the best team in the world. I think Bayern is the best team in the world, but PSG is at least in that conversation. Some people might say that they are the best, and Luis Diaz just tore them apart, torched them. Just 2 goals in that first half there. So those are maybe the biggest 3 moments that I remember from Diaz, but he's given me and all Bayern fans so many goals to react to, and a lot of them are just incredible goals that just put a smile on my face. I mean, I'm just sitting here smiling thinking about it. So yeah, there's a ton of great moments from Lucho this year that you could talk about. I could take 3 hours answering that question. Ganz klar das Tor gegen Union Berlin. Ich hätte mir da wahrscheinlich meine Karriere mal kurz beendet und 5-mal das Kreuzband gerissen. Und der Lucho, der ist da über den Platz geslidet, haut das Ding in den Winkel. Also ich denke, das alleine zeigt einfach schon mal nur einen Bruchteil von seiner Qualität. Ja, diese Frage ist ganz klar. Das Tor gegen Union Berlin, das war einsame Spitze. Ich habe es vorhin schon erklärt gehabt. Allein dieser Wille, diesen Ball dort noch zu bekommen, an der Torauslinie, dann noch um den Gegenspieler rumgespielt und dann zwischen Pfosten und Torwart das Ding reingeknallt mit so einer Wucht. Und da, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin auch damals so abgegangen bei diesem Tor im Livestream. Also für mich war das, glaube ich, das beste Tor von Luis Diaz in der abgelaufenen Saison. Vielleicht nicht unbedingt das beste Tor vom FC Bayern München, da gab es vielleicht auch noch eine oder andere Szene von Harry Kane, die vielleicht auch geiler waren. Da erinnere ich mich an viele Tore von Olise oder vielleicht das Tor von Harry Kane gegen Inter Mailand. Aber das von Luis Diaz, das war schon absolute Weltklasse, und ich glaube, da sind auch ganz, ganz viele Fans auf der ganzen Welt ausgerastet, als sie dieses Tor gesehen haben. Also das ist schon in meinen Top 5, würde ich sagen.
vielleicht sogar, wenn nicht sogar auf dem ersten Platz, aber auf Platz 2 ist es auf jeden Fall. Frage 9. Wie schätzt du Luis Diaz als Mensch ein? Mit seinem Charakter, seiner Art auf dem Platz und auch neben dem Platz. Glaubst du, dass er gut in die Mannschaftsdynamik des FC Bayern München passt? Und könnte er deiner Meinung nach zu einem echten Publikumsliebling der Bayern-Fans aufsteigen? Ich schätze menschlich ganz, ganz viel von Luis Diaz, das, was ich gehört habe, unter anderem auch in Interviews, aber auch von Reportern, die dann hinterher über diese Interviews gesprochen haben. Ein sehr, sehr höflicher Spieler, Luis Diaz. Die Verbindung zu seinem Vater, auch irgendwie eine sehr coole Geschichte, den wir jetzt ja auch bei der Meisterfeier gesehen haben. Das sind einfach Sachen, die sehr, sehr Spaß machen. Ich weiß nicht, inwiefern es mittlerweile mit der Sprachbarriere läuft. Es gab ja die Berichte im Sommer, dass er nicht sonderlich viel Englisch spricht, trotz seinen knapp 4 Jahren beim FC Liverpool. Wenn das besser geworden ist und da die Kommunikation stimmt, ich glaube, dann ist Luis Diaz eine unfassbare Bereicherung. Alle diese Videos, die wir bei der Meisterfeier gesehen haben, es sah einfach top aus. Die Momente auf dem Platz, die Harmonie zwischen den Spielern. Ich glaube, dass Luis Diaz und auch vielleicht diese südamerikanische und kolumbianische Lockerheit, dieser Flair dieser Mannschaft wirklich gut getan haben. To answer that question, I've kind of talked about this already a little bit here, but I think he fits in great. Which it was something that I was maybe not concerned about, but maybe curious about is the better way to phrase it, because I don't think anybody on Bayern speaks Spanish. I guess we found out during this year that Kimmich does a little bit, but and Diaz obviously has to speak some English. He played in the Premier League for a long time, but yeah, it was just like, I was thinking, how is he going to fit in? Everybody in Bayern speaks German and English, really. So I guess there's other languages. Company speaks a million languages. Ta speaks a million languages. You have a couple French speakers there, but you get what I'm saying. And it seems flawless. It seemed seamless. The way that Diaz fits in. He seems like he's loving Munich with his family. He just seems like a great guy off the pitch. It seems like, he never ever causes any problems in the locker room. It seems like his teammates love him. It seemed like literally right away, he got along great with Kimmich and Gnabry especially. But then on the pitch, it's like his chemistry with the attack is incredible. With Kane, with Olise, with Gnabry, Musiala, Carl, it's unbelievable. So I think he totally represents that Mia San Mia, family kind of attitude, mindset. And yeah, he's just been a joy to have at Bayern Munich this year. Wie ich ihn Luis Diaz einschätze als Mensch, er ist ein, denke ich, sehr familienorientierter Mensch, ein sehr ruhiger Mensch, kann aber auch Party machen, wie man jetzt bei der Meisterfeier gesehen hat diesen Rhythmus im Blut. Und das, denke ich, bringt vielleicht auch das auf den Platz mit sich, dieses Rhythmus im Blut, dieses technisch Starke, das passt immer ganz gut zusammen. Ja, wie passt Luis Diaz zum FC Bayern München? Also ich denke mal, dass jeder Fan vom FC Bayern München auch so ein bisschen Luis Diaz in sein Herz geschlossen hat. Also ich schätze ihn ein als sehr, sehr herzlichen Menschen und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war im Januar oder Februar rum, da gab es, glaube ich, ein Fanclub-Treffen und da gab es auch so ein bisschen Videos davon, auch eins vom FC Bayern München, wo er beim einem Fanclub war und eigentlich so ein bisschen eher schüchtern aus diesen Wagen gestiegen ist. Er wusste natürlich auch nicht, was auf ihn zukommt an diesem Tag, aber wie er auch mit den Menschen umgegangen ist, er hat dann da auch noch Musik gespielt und so ein Alpenhorn gespielt und sowas alles und war sich dafür auch nicht zu schade. Und klar, auch so ein bisschen schüchtern kommt er eigentlich rüber, will auch gar nicht immer so im Mittelpunkt stehen. Aber man hat es auch gesehen auf den Bildern, bei der Meisterschaft natürlich, er hält zwar die Schale falsch rum, aber das macht so einen Menschen auch aus. Ne? Und ich glaube, sowas brauchst du auch in der Kabine. Ich kann mich erinnern, so ein Thomas Müller beim FC Bayern München, ne? So eine Spieler, da hast du es vielleicht auch als Trainer ein bisschen einfacher, wenn du so eine Spieler in der Mannschaft hast. Und ich glaube auch, Luis Diaz passt wirklich gut zum FC Bayern München mit seinem Charakter, mit seiner Liebe, mit seiner Wärme. Und er wurde ja auch so empfangen. Und ich glaube, seine ganze Familie fühlt sich auch wohl. Er hat sein drittes Kind in München bekommen und beziehungsweise seine Frau hat das dritte Kind bekommen. Aber so wie ich das wahrnehme, ist er wirklich sehr geschätzt beim FC Bayern München und kriegt sehr, sehr viel Liebe ab und ist auch ein sehr guter sehr guter Fußballer und auch Fanliebling geworden mittlerweile und also ich schätze ihn schon, dass er gut zusammen zur Mannschaft passt und wirklich auch so ein bisschen Spaß vielleicht mit reinbringt, alleine auch diese Tanzeinlagen, so wie gesagt, sowas braucht auch so ein Team, auch mal so einer, der vielleicht auch ein bisschen ruhiger ist, aber wie gesagt, auf dem Platz immer alles gibt und das merken ja auch seine Mitspieler, ne? Wenn du mehrere Mitspieler hast, die wirklich füreinander kämpfen, da kannst du teilweise ja auch
sagen wir mal, nicht so gute Fußballer haben, aber der Kampf macht es dann auch aus. Und ich finde es irgendwie besser, wenn du so eine Charaktere im Team hast, als jetzt vielleicht mal ein anderes Beispiel zu nehmen, als so ein Vinicius Junior bei Real Madrid, der dann ja vielleicht so auch so ein Stinkstiefel ist und sowas alles. Klar brauchst du vielleicht auch mal so einer, der mal so ein bisschen reintritt, aber vom Charakter her ganz anderer Spielstil. Vielleicht Vini Junior auch ein besserer Fußballspieler, aber der macht viel mit seinem Charakter kaputt. Und da sehe ich lieber einen Luis Diaz tausendmal lieber auf dem Fußballplatz zu stehen und in einer Mannschaft zu haben, als vielleicht so eine Spieler wie von Real Madrid. Und ja, für mich passt er hundertprozentig beim FC Bayern München und ich denke mal, das passt auf beiden Seiten. Luis Diaz zum FC Bayern München und der FC Bayern München zu Luis Diaz. Frage 10. Wie siehst du die Zukunft von Luis Diaz beim FC Bayern München? Und was würdest du ihm als Fan auf dem Weg mitgeben? Was müsste er aus deiner Sicht noch verbessern oder weiterentwickeln, um in der nächsten Saison noch besser für den FC Bayern München zu werden? Ich sehe eine ganz, ganz große Zukunft für Luis Diaz in den nächsten Jahren beim FC Bayern München. Nach dieser Saison ist es natürlich schwer, erstmal das Ganze noch zu übertreffen im Sinne der Torbeteiligung und der Aktionen, die er einfach hat. Aber trotzdem glaube ich und gehe ich ganz stark davon aus, dass Luis Diaz genau auf diesem Niveau weiterspielen wird, dass er sich weiterhin präsentieren wird beim FC Bayern, egal ob in der Bundesliga oder im Pokal oder, was halt noch ganz wichtig ist, und das ist das, was ich mir für ihn wünsche, die Champions League. Kane, Olise, Diaz, Musiala, der Gnabry aktuell, die Jungen mit Bischof, Pavlovic, die hinterherkommen und so weiter und so fort. Wir sind gerade im Fenster für die Champions League und das muss man jetzt ausnutzen. Der FC Bayern München hat einen ganz, ganz großen Schritt die Saison gemacht, hat sich deutlich weiterentwickelt und es war am Ende ziemlich, ziemlich knapp, dass man es nicht in dieses Finale der Champions League geschafft hat, weil man gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden ist. Das ist die Story der letzten Jahre. Meistens waren es die Finalisten oder sogar die späteren Sieger, die den FC Bayern München aus der Champions League rausgehauen haben. Und ich hoffe, dass Luis Diaz und der FC Bayern München, wenn sie so weitermachen, zusammen die Champions League gewinnen werden. My vision for Diaz at FC Bayern, obviously he's not a spring chicken. He's not old by any means, but he's getting up there. So I imagine he has a couple more years left in his prime. And then after that, I guess Bayern would have to decide if they want to extend his contract or, not. But that's a few years down the line. Like right now, I'm just enjoying everything about Luis Diaz at Bayern Munich. Thinking about him not being on the team makes me sad. So I'm gonna keep thinking about him on the team. And any advice I would give him is literally just keep being yourself. You are such an infectious player to watch play the game of football. The energy that you bring. Again, I keep saying energy, fire, passion, those three words, like that's what I think of when I think of Luis Diaz. And watching you play football, again, creativity is another way I'll describe his playing style. It's such a joy. It is such an absolute joy. So the only thing he needs to develop maybe is getting a little bit more rest, and maybe that goes with Bayern getting a backup or whatever. Beginning of the year, I would have said his finishing wasn't always perfect, but at this point, man, it's hard to find anything to say bad about Luis Diaz. I just think he seems like a great guy off the pitch. Seems like he fits in so well with this group in the locker room, and he definitely fits in on the pitch with this attack with this team. He's really, again, I was happy to welcome him to the team, happy to have him, happy to see Bayern make this move, get this transfer done. But I, again, didn't know if he was going to be able to push our team forward into the top tier of European football, and he absolutely has. Luis Diaz has been the key for this Bayern Munich team this year, and it's just been a massive, massive part of all of their success. There's absolutely no way that you can defend Diaz, Kane, and Olise. And it's just been a joy to watch. I keep reminding myself throughout this season how special this team is, and a huge, huge part of that is Luis Diaz. So literally the only advice I would give him is just continue being you. You are such a joy to watch and so fun to be a fan of. So I don't know if there's anything he really needs to develop at this point. I would just say just keep working on the chemistry that you have with the team, and it's already great, but it can only get better. So that would be something to develop. But he definitely could be a
real fan favorite. Again, he's been one of the most fun players for me to watch this year. In a team full of fun players to watch. So yeah, shout out to Lucho. I'm super, 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 super happy with him and just grateful that he plays on my team, FC Bayern Munich. And I've become such a fan of him that I will start to follow Colombia more. And coming up at the World Cup, I'm going to be looking to watch their matches because that's how much of a fan I am of Luis Diaz. And I just wish him success everywhere, and especially at Bayern Munich. And now we're going to have to go and get that treble here. But again, I am Danny. I'm one half of the Always Bayern Chelsea YouTube channel, obviously the Bayern half. So thank you again, my friend, for including me in this video. It's been a blast to talk about Lucho Diaz. So cheers again from Wisconsin. See you later. Ich hoffe, sehr gut. Ich denke sehr gut. Wenn er so weitermacht, weiterarbeitet, dann werden wir da noch viel Freude dran haben. Und was ich ihm mitgeben würde, er soll einfach so weitermachen, er soll an sich glauben. Das, was er tut, ist gut. Genau. Ansonsten, es gibt nicht viel zu sagen. Ich denke, er hat jetzt in seiner ersten Saison mal angedeutet, was er kann, und der kommt ja jetzt so gefühlt erst in der Bundesliga an, und ich denke, da können wir noch einiges erwarten. In dem Fall, Leute, macht's gut. Vielen Dank an Dennis für die Fragen. Ja, ich hoffe natürlich auf eine positive Zukunft beim FC Bayern München für Luis Diaz und dass er noch lange beim FC Bayern München bleibt. Von mir aus auch bis zu seinem Karriereende. Man weiß ja nie. Die Familie anscheinend fühlt sich ja richtig wohl. Wie gesagt, auch seine Kinder und sein drittes Kind ja in München geboren. Und da hoffe ich natürlich, dass er lange beim FC Bayern München bleibt. Und was ich Ihnen gerne auf den Weg geben möchte, natürlich danke für die Saison, die er gespielt hat, und natürlich, dass die nächste Saison vielleicht sogar noch etwas erfolgreicher wird, obwohl ich sagen muss, wie gesagt, die Statistiken sprechen für sich und ich weiß gar nicht, ob man da noch erfolgreicher sein kann. Vielleicht noch mit dem Gewinn des Champions League-Titels, das fehlte denn quasi noch für ihn beim FC Bayern München. Und ja, ansonsten natürlich viel Gesundheit, ne, für die ganze Familie, viel Erfolg beim Fußball, dass er gesund bleibt und vielleicht noch ein paar Worte auf Spanisch. Ja, dadurch, dass ich nicht ganz so gut Spanisch kann, muss ich es ja ein bisschen ablesen, aber es macht, denke ich mal, nicht. Und zwar, muchas gracias a Luis Diaz por una temporada tan magnífica y exitosa como jugador del FC Bayern Múnich. Muchas gracias, Luis Diaz. Ja, und das war's mit 10 Fragen zu Luis Diaz und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, lasst doch gerne mal ein Like da und ein Abo da und guckt mal unten rein bei den anderen 3 Content Creators. Ja, und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei diesen 3 Content Creators dafür, dass sie mir diese Fragen beantwortet haben, damit ich dieses Video hier erstellen kann. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Hat am Ende doch ein bisschen länger gedauert, alles zusammenzuschneiden und zu editieren. Aber wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, und an alle, die das Video geschaut haben, ihr könnt gerne auch unten in die Kommentare einfach mal rein kommentieren, was wären denn eure Momente von Luis Diaz? Wie habt ihr Luis Diaz beim FC Bayern München im ersten Jahr gesehen? Und natürlich an alle, die über Golasso, dem kolumbianischen Kanal hier reingeschaut haben, gerne mal unten auch auf Spanisch reinschreiben, wie ihr Luis Diaz beim FC Bayern München findet und was der Wechsel für euch Kolumbianer bedeutet hat, von Liverpool zum FC Bayern München und wie er sich das erste Jahr gemacht hat und wie er auch Kolumbien damit bei der WM weitergeholfen hat. Und ja, das alles natürlich unten rein in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns hoffentlich bei einem meiner nächsten Videos oder bei einem meiner Livestreams. Schaltet gerne wieder bei ein auf Dennis Bayern Arena. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und kommt gut durch die Woche. Bis dann. Ciao.